Willkommen zurück zu Tales of Arise. Wir stehen hier mitten im letzten Gebiet. Ich denke mal, dass es das letzte Gebiet sein wird, sonst wäre ich jetzt sehr überrascht. Und ja, wir haben wieder mal 0 HP. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal weiter, ob sich irgendwo eine Gelegenheit bietet, sich jetzt zu heilen. Denn wir können nicht mehr so weit entfernt vom letzten Bereich sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir sind auch schon so... Uiuiui, okay, das hier ist sehr verwinkelt. Hier sind aber auch schon so schwarze Rauchschwaden. Oh no, Hell Gunquill. Ich weiß... Ah, nein, Moment. Okay, die stehen da jetzt gerade wieder wie so ein Squad. Ich befürchte, ich überlebe das ohne HP nicht. Wie die jetzt da so ganz gechillt zurückgehen, wie die Topmodels. Wir müssen zurück. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich glaube, in Geneth Harrows könnten wir ganz gut in Pelagion ins Gasthaus. Es ist einfach an der Zeit. Ich kann es leider nicht mehr ändern. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Okay, hier kommt direkt ein Gespräch. Hey, Law. Been training? Yeah, I guess I got a little carried away. You think this is bad, you should see the state of my underwear. Yeah. A word of advice. You might want to refrain from mentioning that stuff around girls. Ones without a military history especially. Man, can you imagine Rinwell's face? She'd have a nervous breakdown. I meant in general, but... You sure mention her a lot, you know. Huh? Oh, you know, she's always there, even when you least expect it. Springs to mind easily. Either that, or maybe some part of you is subconsciously always wishing she was there. May the trials and tribulations of young romance never change. Romance? Like I'd be interested in that know-it-all tomboy. I'm more about mature women. Someone more like Kisara. Okay. You know, I used to be a tomboy too when I was Rinwell's age. Look, it's not tomboys I have anything against. But come on, you've got to admit she can be a lot to handle. Hey, I miss anything? What's all the fuss about? Rinwell. Thunderblade! Ah! What the hell was that for? A little birdie told me you were speaking about me behind my back. Whew! From the looks of it, I'd say you've got yourself a rival. It wouldn't be called the spring of youth without a little storm every now and then. Oh Mann, Dohalim. Oh, es geht noch weiter, okay. Hey, Shion. How are you and Alphen getting on these Oha, days? wie geht's jetzt weiter? That's a little out of the blue. Why do you ask? Sorry, it's just... I don't know, I'm just curious, I guess. I mean, a lot's changed now he's got his senses back and all. Okay. I suppose you're right. Well, to tell you the truth, if he'd been the way he is now back when I'd first met him, I probably wouldn't have gotten this involved. But then, if we hadn't met like we did, then I never would have experienced these feelings, so... I guess it's complicated. I can imagine. I know it's not the same thing, but... I know what it feels like to have someone you love who's out of reach. Ooh la la! Because of Miguel. Alphen's still alive. It's not too late, you know. And after all, who can say what the future holds? I think if I were you, I'd take things as they come for now. Besides, touch isn't everything. I've never touched you, Shion. But that doesn't stop you from knowing that I care about you, right? Touchy, touchy. That's true. But I do remember back when we first met, you made it plenty clear you weren't my biggest fan.
long time ago. There were lots of things I didn't understand back then. Not that that's the point. Don't worry, I'm only teasing. I know what you mean. Thank you. And you're right. There are ways to convey your feelings besides just touching. I'll say, cooking immediately springs to mind. And if it's someone's favorite dish, all the better. If there's something on your mind that you want to tell him, why not try appealing directly to his stomach? You might just have a point. I'll give it a shot. Uh-oh. If it's Alvin's palate you're appealing to, that doesn't bode well for the rest of us. Well, friendship is about being supportive. Sometimes we just have to do our best and take one for the team, right? Liebe geht doch durch den Magen. Even after staying here, we never truly got to the bottom of what makes this realm's citizens tick. Renan and Dahna are meaningless distinctions here. To have one's own mind is strictly forbidden. All that matters is blind obedience. That might be the case now, but it can't always have been like that. There must have been something more. Once, maybe. Question is that something still salvageable? If it's not, we'll just have to make something new. No, not we. They've had enough foisted on them as it is. You're right. It's time the people here had the chance to forge their own path. That's not to say it'll be easy, but it will be worthwhile. These things take time to... Was war das? What the? An ambush? Sorry. There was a huge flying bug and I sort of shot without thinking. A bug? You mean like a Zoogle? Something tells me she would have shot it, whether it was a Zoogle or not. This realm is teeming with humid forests. It's only natural insects would feel more at home here than Menancia. In fact, I seem to recall reading somewhere that bugs around these parts lay their eggs in human food to ensure healthy incubation. Sounds like they're tougher than they look. What about you, Alvin? Bugs don't creep you out? I wouldn't say I was their #1 fan. Mind you, if times get desperate enough, I've been known to eat them. Insects as a culinary option, you say? What kind of seasoning are we talking? Dohalim, I don't think he was talking about cooking them. Hey, a lizard! Was sind das alles für Dogs? Also Dorks, nicht Dogs. Oh Mann, oh Mann. Ich schmunzel mir einen weg. Gut, gucken wir mal, was wir so ein bisschen was verkaufen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich ausreicht, um uns dementsprechend wieder aufzufüllen. Ich glaube, dass die HP-Regeneration sogar über der KP-Regeneration stehen müsste. Aber es ist auch alles eine Frage des Skulls. Ja, Trank des Lebens ist auch unheimlich wichtig, vor allem wenn Shion down ist, läuft gar nichts mehr. Dorlim ist zwar auch ein Heiler, aber sind wir mal ehrlich, er kommt nicht an Shions Heilungsarzt ran. You can never be too prepared. Ich möchte... Ja, Kisara, ich muss dich gerade leider unterbrechen. Nochmal hier auf dem Berg gucken. Konnten wir da nicht hin? Doch. Ich glaube, dass dieser Händler andere Items hatte. Ich wollte zuerst nach Geneth Harris, weil ich dachte, die wären die aktuellsten, aber stimmt gar nicht. Ja. Kisara. I think the animals back at the ranch should be all grown up by now. Ja. Dann machen wir das doch direkt, wenn Lore das schon so sagt. Dann können wir gleich das Fleisch verkaufen. Und direkt neues Vieh züchten. Irgendwie tut es mir ja schon ein bisschen in der Seele weh. Ich sehe es aber einfach nur als Spielmechanik. Gut. Was können wir denn ein bisschen verkaufen? Auf jeden Fall das hier. Das gibt schon mal ein bisschen Geld. Die alten Rüstungsteile, die brauche ich tatsächlich nicht mehr. Die können wir ja nicht synthetisieren, deswegen macht das keinen Sinn, die zu behalten.
Okay. Hier sind so einige Sachen, die ich wahrscheinlich nie brauchen werde. Ähm. So, ich versuche mir jetzt hier einfach ich muss ja nicht alles verkaufen, weil ich weiß, dass das noch wichtig werden könnte. Aber ich war jung und brauchte das Geld. Ähm, ich gucke mal weiter. Ähm, ja, ich kann hier auf jeden Fall noch ein paar Zeugelteile verkaufen, die ich auch noch gut nachfarmen kann. Denn wie gesagt, ich möchte eigentlich als nächstes Ziel wirklich haben, mehr oder weniger in den letzten Bereich vorzudringen und mir einen Weg bis zum Endgegner bahnen. Ich möchte ungern noch mal hin und her switchen, denn ich denke nicht, dass da ein Händler auf uns wartet. Also höchstens ein Lagerfeuer oder ein heilendes Licht. Und ja, deswegen ist es mir gerade sehr wichtig, genug Geld zu haben, um noch mal bei den Waffen gleich zu gucken und mir auch genug Heilungssachen zu kaufen. Hm. Ne, ich gucke lieber noch mal hier vielleicht oder ja. Okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen was verkaufen, denn ich war ja auch noch gar nicht beim Waffenschmied. Es gibt wirklich ein paar wertvolle Zeugelteile, aber das sind auch die, die jetzt in dem letzten Gebiet mehr oder weniger vorkamen. Und ja, ich muss auf jeden Fall noch beim Schmied vorbei, denn ich bin mir sicher, dass es da noch bessere Waffen gibt als die, die ich jetzt gerade habe. Man kann diesen Part auch so als Ruhe vorm Sturm betrachten, denn ich bin mir sicher, da wird noch ein ganzes Stück Arbeit auf uns zukommen. Ich will ja auch nicht zu viel ausgeben. So, was haben wir denn da? Doralim steht an erster Stelle. Deus Aurora. Und für Shion gibt es noch die helle Angelika oder Angelica. Ah, Law, da fehlt uns noch. Da fehlt uns noch was. Und hier auch. Hier fehlen uns noch. Oh, das ist ein schöner Schild. Der eher nicht so interessant, aber na gut. So, was haben wir hier?
Das sieht schon so ein bisschen nach ultimativer Waffe hier aus. Eisenpfeife, dafür brauchen wir sogar noch ein anderes, Schwert. Aber ich habe anscheinend noch nicht genug Sachen. Also, Dohalim war ja sowieso der Nachzügler. 17.800 Galt, da hätte ich ja fast gar nichts mehr. Wir machen das trotzdem, weil er muss da nichts nachstehen. Dann können wir den Renäerschen Hermesstab verkaufen. Ist jetzt auch nicht wirklich die Welt, aber zumindest ein kleiner Zuschuss. Dafür können wir nochmal Items generieren oder kaufen. So. Ja, hier so ein paar Lebensmittel, da brauchen wir ja auch nicht so viel. Oder hier von den ersten Zeugeln. Also, es ist immer schwierig einzuschätzen, wie viel man davon verkaufen darf und wie viel man noch am Ende braucht. Soll ja im Endeffekt auch nicht an einer einzelnen Komponente scheitern. Hm, Have you guys checked your equipment lately? so, und was ich hier sehr praktisch finde, hier gab es ja ein Lagerfeuer und das finde ich immer deutlich You guys schöner. want to rest here? Dadurch, dass man ja auch die Gespräche hat, anders als im Gasthaus. Mal schauen, da hat sich doch bestimmt auch irgendwer zu Wort gemeldet. Why are you staring at me? I could ask the same thing. So this is how the Sovereign and Maiden are supposed to look. You two go great together. Law, come stand between us. Oh, sure. You want me to put something white on as well? Of course she doesn't. Take a closer look, Shion. It's a miracle. What are you talking about? This outfit, it's already got blue accents on it. So I see. Your cooking has really improved, Shion. It's because of you that I understand what makes it so fun. I'm glad everyone seems to enjoy what I make too. I've noticed a disturbing trend that after it's your turn to cook, our ingredients tend to run really low. What's up with that? That is a good point, Law. There's a weird difference between the amount of ingredients she prepares and how much food actually gets served. Curious. Very curious indeed. I don't know. Isn't it pretty normal for veggies to shrink a little when you fry them up? Or maybe she eats all the bad batches herself so we won't notice. Come on, I wouldn't do anything like that. Then how would you explain the difference? Ahem. I have a theory that I wish to propose. Okay. What is it? As we all know, Shion here can have quite the appetite. I imagine she often taste tests her own food as she prepares it. By my eye, it would appear that her footprints are leaving deeper impressions as of late. Far be it from me to level such an accusation, but the facts lead me to conclude that... She's been snacking while she cooks. And yet, she still looks so slender in her clothing. Yeah, I'm kind of envious actually. Wait a sec. Are you guys trying to say she's... I'm what? nothing? Nothing. Shion, about that fight just now. Sorry about that. I was careless. I didn't come to criticize you. Just please take better care of yourself. You don't need to worry about me. In case you forgot, I can't exactly die anyway. It's like how you used to not care about getting beat up because you couldn't feel pain, and then I was the one to patch you up. It's the same thing. You're right. That is how I used to be. But this isn't the same. Then what do you mean? How is what's happening now different from what happened then? It's different now. Look, if you mean because you can feel pain again, It's because I don't want to see you getting hurt. You're right. When I couldn't feel any pain,
I put myself in all sorts of dangerous situations. I didn't listen to anybody's warnings, and I made a lot of people worried for no good reason. It was foolish. This isn't about you and me being able to take pain. I don't want to have to see you get hurt, Shion. It's too much for me to take. Is that a crazy thing to say? No, it isn't. And I definitely don't like seeing you get hurt either, Alphen. We can't expect our enemies to show us any mercy, but I will do my best not to throw myself in harm's way out there either. How does that sound? I'm sorry if I sounded harsh earlier. I didn't mean to. I just really want you to take better care of yourself. I will. At least, for as long as I can. Oh. Aber es gibt noch weitere Gespräche, okay. Hey, Alphen. Why do you like spicy food so much anyway? You know, I haven't thought about that before. Maybe because when I couldn't feel pain, it gave me that kick I was craving. But now that you can feel pain again, wouldn't your tastes have changed? Did you like spicy food when you were younger? Not as much as I do now. At some point, it just became something almost like an addiction, I guess. I can most certainly relate. Once you've had your fill of ordinary food, you cannot help but seek out more unusual fare. I don't think that's got anything to do with Alphen's tastes. Although I won't deny that you definitely have a thing for exotic food. The stranger the better. I just wish I could have gotten you into sweets like me, Alphen. I like food that's dense and keeps you feeling full myself. It helps you last longer when you're on the move. We all know you're a quantity over quality kind of... What was that? Nothing. I lost my train of thought. You know, I've also noticed Shion's not really into the same kind of food most Renans are. Could be it's got something to do with the way she grew up. That's so me. Even when I was little, I was all about food that gives me strength. All meat, all the time. And I guess Kisara is so good at cooking fish because she can catch them herself. I'm only good with fish because it used to be the easiest thing to get. When you work with something long enough, it comes naturally to you. I like fish just fine, but what I really like about your cooking is how it tastes homemade. It reminds me of what my mom used to make. Really? You know, I used to cook a lot of meals for younger kids, and they said the same thing. When you get down to it, I guess the things a person cooks and the foods they like say a lot about the way they've lived. Okay, die Gespräche sind endlich mal vorbei, aber es waren sehr süße Unterhaltungen. Ah, wie immer die Qual der Wahl. Ah, der sieht schon wirklich gut aus, aber wir haben nicht genug Zutaten. Dann... Hat die schon mal die Gemüsesuppe gemacht? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Done. This is sure to give the others some much needed energy. Das klingt doch gut. Oh, alle wollen reden. Dann denke ich mal, Shion, could we talk a moment? ist das eine einfache Entscheidung. I thought you had something to talk about. I was waiting on you. Not really. Why? Should I leave you alone when I don't? No, it's fine. We used to really have to force these conversations when we started talking to each other, didn't we? To say the least. Hey, What is it? do you think you'd like to make something together? Make what exactly? Just if you wanna make dinner together. What did you think I meant? Huh? Dinner? Oh,
dinner, yes. Yes, of course. Dinner. Right. What did you think I was talking about? No, it's nothing. Don't worry about it. Anyway, what did you have in mind? Well, do you recognize these ingredients? This is... Wait, is this? So you remember? That's right. We're going to fix the very first meal we ever had together. Although I remember it not being well received when we had it. You still remember that, huh? I'm sorry, Shion. I'm just teasing you, Alphen. I picked this recipe because it's easy to make, and I thought it would be a good choice for dinner, too. Anyway, let's get to work. With both of us making it, we should be finished in no time. I never thought we'd end up eating alone like this again. Just the two of us. Yeah, so much has changed when you look back on it. Well, I guess maybe not what we're eating, but still. No, I'd say even that's changed too, in a sense. Our meals are a whole lot better now. True. We've both come quite a long way in the culinary arts. That's not exactly what I mean. How do I put it? It feels like eating together is a lot more enjoyable than it used to be. Yeah, I get what you mean. Even after our battles are done, when Dahna is saved and our mission is finished, we'll probably still be sitting down to dinner like this, night after night. Yep, I doubt that much will change. You've always got to eat at some point. I hope our dinners will always feel like this. Maybe not exactly like this. Hopefully we won't still be camping out. Oh, no, not at all. I meant in a nice, warm house. One with a roof over our heads and a proper fireplace, instead of an open campfire. And real chairs instead of these logs. Nice plates and silverware on a big dining table. Oh, and a proper kitchen. That'd be nice too. And when it's time to fix dinner, we'll be in that kitchen. Standing side by side. Whoops. Looks like we made too much. I don't think we'll be able to finish all this. Yeah, you're right. I'll see if anybody else is still awake. I'd really hate to have to throw it away. Side by side, huh? Oh yeah. I'm looking forward to breakfast. Das war ja mal Elfen, woran hast du nur gedacht? Und es klang sehr nach Zusammenziehen. Meisterart. Shion. Ready to head out? Okay. Haben wir eine neue Attacke für Shion gekriegt? So, wo bist du? Verzehrendes Lauffeuer und explosiver Ansturm. Zum Ausführen im Überlimit 2 der folgenden Tasten bei einer 5-fachen Combo unter Verwendung von verschiedenen Arts drücken. Okay. Ich sehe auch gerade, was ihr vielleicht nicht gesehen habt, dass ich eine Trophy dafür gekriegt habe, dass ich, glaube ich, meine Freundschaft mit Shion ausmaximiert habe. Eben in dem Moment. Und das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass das bei den anderen so funktioniert. Gucken wir mal generell bei den Fertigkeiten. Da habe ich auch schon länger nicht mehr geguckt. Wir bewegen uns ja eh in Richtung Ende. Das ist eine super Fertigkeit. Die nehmen wir. Na, ich glaube, da bleibt nicht mehr viel. Dann gucken wir mal weiter. Bei Shion. Auch reduzierte Artwirkungszeit ist sehr viel wert. Vor allem bei den Heilern. Oh, bei Lore haben wir auch noch viel übrig. Hier könnte ich das Emblem vervollständigen. Das sind alles so hochpreisige Sachen. Ich glaube, hier erschien es mir attraktiver, einfach mal einen Abschlussbonus von Elementarverteidigung plus 30 zu bekommen. Denn alle anderen Fertigkeiten haben auch so ihre, ich sag mal, ihre Vorteile.
Aber gut, damit haben wir Lore ein bisschen geboostet. So, Kisara. Die hat auch immer so unheimlich coole Fertigkeiten, aber auch mit hohen FP. Deswegen haben wir noch nicht so viel für sie. Hier können wir auf jeden Fall kein Emblem vervollständigen. Gucken wir mal bei Rinwell. Das ist auf jeden Fall noch eine Lichtattacke hier. Die heilige Lanze. Das behalte ich mal im Hinterkopf, das klingt gar nicht schlecht. Schnellere Magieaufladung. Das klingt auch sehr attraktiv. Hat mich überzeugt. Und jetzt haben wir nur noch Elfen. Ja. Da ist auch schon viel vervollständigt hier. Ja, auch hier kein Emblem zum Vervollständigen. Dann warte ich lieber noch ein bisschen. Ja. Dann gucken wir doch mal. Hier im Gasthaus nochmal. Muss ich gerade ein bisschen orientieren, seitdem wir so viel auf Rena waren. That was quite the little adventure we went on. Okay, die haben jetzt auch nicht wirklich viel bessere Sachen. Dann gucken wir noch mal bei dieser, ja, bei diesem kleinen Shop auf Inniges vorbei. Die hatten auch vielleicht noch Schmankerl oder Kraftschmankerl. Irgendwer hatte das. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Manuel sagt auch immer das Gleiche. So, hatte der das vielleicht? Ah, seht doch mal, meine Erinnerungen trügen mich nicht. Das ist auch auf jeden Fall wichtig, dass ich alle auf einmal heilen kann. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was verkaufen, dass ich noch eins davon kaufen kann. Ich bräuchte 2000 Gold mindestens. So, mal sehen. Vielleicht reicht es ja für beide Sorten. Ja, hier kann ich auch ein paar loswerden. Passt schon. Ah, hier will ich nicht allzu viele verkaufen. Wegen Seltenheit. So. Ich glaube, so bin ich ganz zufrieden. Die HP sind wirklich wichtig. Gut. Dann führt uns unser Weg wieder zurück nach Rena. Soll ich mal gerade gucken, wo denn?
Wo ist das denn? Ah, hier. Okay, hier war ich als letztes. Und ich kann mich nur in diese Zwischenebene teleportieren. Looks like we made it here in one piece. Und ja, ich denke, das nächste Mal werden wir uns schon irgendwie vorkämpfen können. Dann werden wir mehr wissen, ob wir jetzt bald in der Nähe des Endgegners sind. Ich danke euch sehr, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel von der Hauptstory mitgekriegt habt, aber es waren schon wirklich süße Unterhaltungen und ich fand den Teil dann auch mal ganz erfrischend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.